Sammlungen in naturkundlichen Museen sind ja Vergleichssammlungen. Wenn ich also eine neue Art beschreibe, dann wird der sogenannte Holotypus, das Tier, was die Art repräsentiert, in so einer Sammlung niedergelegt. Wenn ich eine zweite Art beschreiben möchte, dann vergleiche ich im besten Falle das neue Tier mit den alten Tieren und stelle fest, in welchen Merkmalen die sich unterscheiden. Und genau das kann man eben mit diesen mikroskopischen Präparaten machen. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Das ist ein Präparateschrank für mikroskopische Präparate von den marinen wirbellosen Tiergruppen, also Krebse, Würmer und andere Wirbellose. Wir haben hier sehr unterschiedliche Präparate. Diese hier sind zum Beispiel sehr dick. Man sieht also, dass dieser Objektträger so 2–3 mm dick ist. Dann ist noch ein dickes Etikett drauf. Und das gibt natürlich ein Problem, wenn man die digitalisieren möchte, weil man mit dem Objektiv an diese Glasbalken stoßen kann. Das ist der Axio Imager und das ist im Prinzip ein automatisiertes Mikroskop. Und das, was ich jetzt hier sehe, kann ich auf den Computer übertragen und mir dann dort auch anzeigen lassen. Also hier haben wir jetzt einen Kinoröntgen, der gehört zur Mayofauna oder Sandlückenfauna. Die Tiere leben also zwischen Sandkörnern oder auch im Schlick. Und dieses Tier ist so vielleicht 400 Mikrometer lang. Das ist jetzt der Überblick. Um die Details zu sehen, würde man eine viel höhere Vergrößerung benutzen, um dann zu sehen, welche Merkmale dieses Tier hat. Wenn ich ein normales Foto mache in einem normalen Mikroskop, dann habe ich nur Teile von dem Tier. Das heißt also, ich könnte, sagen wir mal, diese Segmente abbilden, dann kämen diese Segmente daran, diese hier. Das heißt, ich muss das immer in mehrere Teilbilder unterteilen und hier habe ich ein sehr hoch aufgelöstes Bild von dem gesamten Tier. Das ist der ganz große Vorteil dieses Scans. Für die Aufnahme wollen wir jetzt aber eine größere Vergrößerung nehmen. Darum wähle ich jetzt hier einmal das 40-fache Objektiv aus und das macht dann auch das Gerät alleine. Das ist natürlich eine Schnittstelle aus eben Digitalisierung und Mikroskopie und das heißt, es ist wirklich notwendig, dass man zum einen wirklich auch computeraffin ist und auch keine Berührungsängste da hat und zum anderen muss man sich aber auch gut auskennen mit der Mikroskopie und die Kombination aus beiden Personen, die dann ihr Wissen zusammenbringen können, ist natürlich perfekt. Ich würde aber auch eine Stackaufnahme machen, also einen Bildstapel, sodass ich verschiedene Ebenen mir dann auch darstellen lassen kann und damit drin herumzoomen kann und herumsuchen kann, wenn ich eine bestimmte Struktur suche. Das kann ich dann auch am Bildschirm machen und das kann ich dann auch zum Beispiel einem Kollegen schicken, der in Dänemark oder in Nordamerika oder sonst wo sitzt. Ich müsste also dieses Tier nicht mehr unbedingt verschicken. Das hat natürlich Vorteile vom Handling her, wenn ich solche Bilder bereits habe. Was angeboten wird an Scannern, die eben auch einen höheren Durchsatz haben bei mikroskopischen Präparaten, die sind ganz oft eben aus dem medizinischen Bereich und daher auf Standardpräparate ausgerichtet. Und wie wir auch in der Sammlung sehen, haben wir ja eine riesen Bandbreite. Also die sind nicht standardisiert. Wir haben Probleme mit unterschiedlich dicken Deckgläschen und da stoßen dann die Geräte eben oft an ihre Grenzen. Ob das jetzt biologische Fragestellungen sind, aber es gibt zum Beispiel auch so datenwissenschaftliche Dinge, die damit gemacht werden können. Also zum Beispiel, dass man sich mit einer KI dran setzt und schaut, ob man da bestimmte Muster erkennt oder sowas. Also alleine die Datensätze zur Verfügung zu stellen, ist auch schon wiederum Grundlage für weitere Forschung.